Let me check your data. You'll continue your training to become an agent of the Order of Objectivity. Well, believe me, there are worse places to be trained than the... Triplo members aboard transport vessel MOG Trio 9. We receive... Moin meine Lieben, ihr schaut Mo von VR, ich bin Mo Tensen und ich bin zurück in Hubris, allerdings diesmal auf der Pico 4, ja. Es gibt von Hubris eine mobile Version und da war ich jetzt tatsächlich neugierig drauf, denn das ist ein Spiel, was ursprünglich für einen PC rausgekommen ist und dort recht anspruchsvoll war, was die Grafik angeht und einen fantastischen Port für die PlayStation 2 bekommen hat. Sehr, sehr geile, moderne, komplexe Grafik und dann stellte sich raus, dass es auch noch ein sehr cooles Spiel ist. Ich habe es jetzt durchgespielt auf der PlayStation 2, ist noch gar nicht so lange her und war wirklich begeistert. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich das hier auf einem mobilen Headset dann so anfühlt und ich muss sagen, mein erster Eindruck ist eigentlich ganz schön cool. Die Auflösung ist natürlich jetzt hier nicht so hoch wie auf einer PlayStation 2, aber immer noch gut. Ja, also das hier könnte ich eigentlich problemlos auch spielen. Und es sieht sogar ganz gut aus, finde ich. Guck mal hier unter Wasser. Ja, ist natürlich nicht so viele Details wie bei der PC und PlayStation VR-Version. Aber sie haben eigentlich das ganze Feeling und so wirklich gut rübergeholt. Einige Animationen sind manche auch ein bisschen hakeliger, aber das Tutorial hier im Raumschiff, das kam mir eigentlich ganz cool vor, ne? Also es fehlen natürlich dann so ein paar metallische Shading-Effekte, aber sie haben da den Job, das Ganze so ein bisschen auf eine mobile Plattform runter zu crunchen. Echt fantastisch gemacht. Das Bild hier auf der Pico ist allerdings jetzt auch nicht komplett ruhig, ja. Man sieht schon, dass es überall da so ein bisschen leichtes Jittering gibt. Das ist aber für mich jetzt nichts, was mich hier rausbringen würde. Ja, das spielt sich auch tatsächlich nur im Environment ab, hier vorne. In, sagen wir mal, 10 Metern Radius um mich herum, ist eigentlich alles cool. So. Und hier so die normale Texturauflösung von diesen Felsen und so, die macht eigentlich auch einen guten Job. Yep, da sind wir, ne? Hier, das ist ein gutes Beispiel. So eine Drohne, die sah jetzt auf dem PC und auf der PlayStation VR einfach wirklich super krass, toll, perfekt aus und geschadet. Die sieht hier aber auch immer noch cool aus und deswegen tue ich jetzt mal Strom rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die ganze Spielmechanik funktioniert hier für mich genauso. Aber natürlich, ne, solche kleinen Objekte hier, wobei ich sagen muss, für eine mobile Geschichte sieht auch das eigentlich ziemlich cool aus, ja. Die Texturen hier meiner Waffe sind eigentlich ganz gut aufgelöst und es hat sogar so ein bisschen schönes Shading mit den Kratzern und so. Das haben sie gut gemacht. Ich bin gerade ernsthaft überrascht, also das lasse ich mir gefallen. Vor allen Dingen, wenn es ein Port ist, der wirklich auf dem PC und der PlayStation 2 schon recht high-endig ist. Oder eigentlich echt gut. Gute Oberklasse. Dafür macht es hier einen fantastischen Job. Man sammelt übrigens in dem Spiel, entschuldigen Sie, ständig irgendwelchen Loot ein. Ja. Jupp. Hier auch diese ganze Gummimechanik. Ja, das Ding besteht aus ein bisschen weniger Polygonen als bei den großen Versionen, aber Herrgott, es fällt nicht so auf. Schön. Ich musste nämlich, als ich Hubris gespielt habe auf der PlayStation VR 2, sind mir immer wieder so Vergleiche mit diesen Star Wars Tales from the Galaxy Edge gekommen, ja, weil die Detailliebe und die Grafikverarbeitung halt sehr ähnlich waren. Und das habe ich hier jetzt auch wieder. Auch auf der mobilen Version fühle ich mich an die mobile Version von Star Wars Tales from the Galaxy Edge erinnert, ja. Weil es wirklich halt, finde ich, die ganze Grafik so schon eher Richtung AAA-Qualität hat. Auch hier in der mobilen Version ist es deutlich mehr, als wir halt in so Standard-Indie-Games bekommen. Die ganze Physik hier fühlt sich im ersten Moment auch erstmal an wie auf den großen Versionen. Auch das Klettern und die ganzen Geschichten sind bisher ähnlich. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, einen kleinen interessanten Unterschied habe ich jetzt schon gemerkt zu der PlayStation VR 2 Version. Ja, wenn wir hier aus dem Wasser auftauchen, dann wird es kurz schwarz und der lädt einfach einen neuen Level nach und jetzt stehen wir draußen und
das ist die neue Map. Das ist auf den größeren Versionen halt zusammenhängend gewesen, ja. Da gibt's keine Ladescreens dazwischen. Finde ich jetzt aber auch gerade überhaupt nicht störend. Und hier sind wir jetzt auch schon draußen. Ne, die Auflösung ist okayisch, finde ich, für mobile Verhältnisse eigentlich ganz gut. Da ist dieses große Konstrukt. Das sieht natürlich jetzt alles nicht so krass aus wie auf einer PlayStation VR mit einem HDR OLED-Screen und dann natürlich auch tatsächlich wesentlich mehr Details. Aber ich finde die ganze Stimmung, die das Spiel so transportiert hat für mich, die wird hier immer noch bewahrt und es ist auf jeden Fall cool. Ja? Diese großen Tower, die spielen eine große Rolle in der Story, die spoilere ich euch natürlich nicht. Ja? Das hier ist einfach nur so ein kleiner Test. Ich werde euch inhaltlich auch nichts erzählen. Wenn euch das interessiert, ich habe heute die PlayStation VR 2 Version durchgespielt, könnt ihr mal reingucken. So, jetzt sind wir bei dem Spot angekommen und das ist ganz nett, weil an dem habe ich halt auch mein erstes First Impression Review für die PlayStation VR 2 Version beendet. Erstmal ein bisschen Erfurt, damit es uns besser geht. Und im Prinzip präsentiert sich das Spiel, wie man das erwartet. Ne? Natürlich sind die Geometrien ein bisschen runtergedampft. Die ganzen Texturen sind nicht so hochauflösend, aber ich finde, dass sie viel von dem, was das eigentlich ausmacht, ja? Also die ganzen schönen Strukturen, die sie hier haben und so, bewahrt haben, auch in den lower aufgelösten Versionen. Ja, das sieht hier immer noch gut aus. Was natürlich ein bisschen fehlt, sind dann die tollen Shader, die großen Versionen haben. Ja, also sowas hier sieht dann auf einer PlayStation VR 2 wirklich aus wie so eine lackierte Metalloberfläche. Oder das ist hier halt dann natürlich nicht so. Aber wie ich schon meinte, die Auflösung dieser Waffe ist trotzdem ziemlich cool. Ich denke mal, hier wird man jetzt auch Texturen finden, die dann nicht ganz so hoch auflösend sind. Aber ich finde sogar, dass sich hier diese ganzen Details, die in den großen Versionen wirklich reinmodelliert sind, noch ganz gut eingefangen haben. Also für mein Dafürhalten kann man hier mitarbeiten. Ja. Schön Sachen sammeln. Und jetzt kommt auch noch gleich eine Action-Szene. Da könnt ihr mal mit dabei sein. Oh no. Mal sehen, ob ich die überlebe. It's one of our troopers. Wir brauchen nämlich I'm afraid dieses he's Ding hier. Be careful. Dann gehen wir weg. Maybe he was killed by one of these bugs. The gun is right next to him. Probably not a smart idea to run over there, but you really could use that gun. If you could find a way to lure him away from that body. The main gate seems to be locked. Let's check the floor for a maintenance hatch. Die größten Probleme überwunden. Die Waffen hier machen auch sehr viel Spaß. Sie haben eine interessante Mechanik, die erinnert so ein bisschen an Population One. Ja? Wenn die alle ist, dann geht hier das Magazin auf und ihr müsst aber nichts fummeln und irgendwo herholen, sondern ihr schiebt es einfach nur wieder rein. Ne? Das Schöne ist tatsächlich auch, dass man das einfach an jeder Oberfläche machen kann. Hier, am Körper oder wenn ihr irgendwo gerade steht an der Wand. So. Und das ist einfach total nett. Ja, ich weiß auch nicht, das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Später bekommt man noch verschiedene Waffen, die kann man sich aufmöbeln und dann drückt ihr einfach hier die X-Taste, dann formt die sich so genau, hier kann man das schon sehen, zu den anderen potenziellen Waffen um. Ziemlich cool, ja. Die ganze Bewegung hier funktioniert wie immer. Also mit dem linken Stick steuern wir die Richtung. Mit dem rechten können wir uns um die eigene Achse drehen. Das geht auch als Snap-Turn. Ich habe natürlich Smooth-Turn eingeschaltet. Hier die Frame-Rate und alles kam mir bisher auch gut vor. Ja, habe ich nichts zu meckern. Also wie ihr seht, bin ich hier mit der mobilen Version mit den erwarteten Abstrichen, aber immer noch ganz schön glücklich. Falls ihr das Spiel noch gar nicht kennt, ihr habt dann auch hier ein Inventar. Ja, da könnt ihr Sachen, die ihr gesammelt habt, dann auswählen. Ich habe hier schon so einen Pilz gesammelt. Nee, den kann ich nicht essen. Dinge, die ihr aufsammelt, werft ihr einfach hinter die linke Schulter. Zack, dann sind sie in eurem Rucksack. Alles sehr, sehr komfortabel. Ja. So, und ich kann auch sehen, ich habe jetzt 70%, dann esse ich mal ein Früchtchen. Und los geht's. Und das ist der Moment, den hier. Bis hierher bin ich schon in 3 Versionen gewesen. Erstmal auf dem PC, dann auf der PlayStation VR und jetzt auf der Pico 4. Und wenn ihr da reingeht, dann geht das eigentliche Abenteuer los. Die erste, 40 Minuten Zeit oder so ist eigentlich auch noch eine Art Tutorial, wo ihr das ganze Bewegen lernt und so. Ja, ihr habt ja viel zu klettern auch in dem Spiel. Ja, das ist tatsächlich auch da. Und dann müsst ihr kleine Rätsel lösen. Es gibt Action-Passagen. Da bin ich auch mal gespannt, denn ich fand
die Shootouts auf der PlayStation VR dann tatsächlich doch recht cool mit den Gegnern. Es hat alles Spaß gemacht und dann entwickelt sich jetzt hier einfach eine interessante Science-Fiction-Story, die aber auch nicht übermäßig lang ist. Ja, ich bilde mir ein, es waren so ungefähr 7, 8 Stunden, da muss ich nochmal genau nachschauen. Das hat mir aber so gut gefallen, dass ich dann echt überrascht wurde vom Ende und dachte so, oh, hätte noch nicht sein müssen. Ihr hört es auch, die ganzen Akustikgeschichten sind hier cool, ja, sämtliche Geräusche sind wahnsinnig schön. Es gibt auch eine Hintergrundmusik, die habe ich jetzt, damit ihr mich gut hören könnt, ein bisschen leiser gestellt. Die macht aber auch eine hervorragende Stimmung. Das ist definitiv ein eher Richtung AAA-Titel auf der PlayStation VR 2 gewesen. Und ich würde sagen, für mobile VR-Verhältnisse ist es auch wirklich ein Vorzeigetitel jetzt hier für die Pico 4. Wenn ihr natürlich anfangt, mit den Augen mal an euren Bild ranzugehen, dann sieht man, dass hier gut Forward Rendering benutzt wird. Ja, also im Zentrum eurer Sicht ist alles mit einer guten Schärfe, aber zum Rand hin, da wird es ein bisschen krisselig. Das ist halt eine normale Technik, um noch ein bisschen Render-Power freizusetzen. Fällt einem aber auch nur auf, wenn man drauf achtet. Ja, so ein bisschen in der Sichtperipherie wackelt manchmal das Bild sozusagen, aber das ist eigentlich auch nichts Tragisches, damit kann man gut arbeiten. Wenn solche Technik nicht benutzt werden würde, dann müsste man halt die Gesamtauflösung weiter runterziehen. Wie ich schon sagte, mit der bin ich hier eigentlich ganz gut zufrieden. Kann man machen. Gefällt mir. Ja, ist jetzt seit ein paar Tagen auch auf der Pico 4 draußen. Und ich würde sagen, dann stürzt euch mal ins Abenteuer. Von mir habt ihr den Daumen hoch dafür. Das ist wirklich ein Spiel, das mich begeistert hat. Und ich wünsche euch dann damit sehr viel Spaß. Und will euch dann die ganzen coolen Geschichten, die man hier noch sehen und erleben wird, gar nicht spoilern. Alles klar, ich hoffe, dieses kleine Video ist euch ein bisschen hilfreich in der Kaufentscheidung. Schreibt mir noch gerne mal drunter, ob ihr jetzt Bock drauf habt, auf der Pico 4 sowas zu spielen. Auf der Quest gibt es natürlich auch und auf der neuen Quest 3 hat man dann sogar noch höhere Auflösung. Die hat ja noch einen kräftigeren Prozessor, aber ansonsten sind das alles dann dieselben Versionen und damit kann man eigentlich flächendeckend Hubris spielen. Total fantastisch. Das Ganze, was ich mir jetzt noch wünsche, ist irgendwann ein zweiter Teil. Dann wäre ich happy. Vergesst nicht das Däumchen, da würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt natürlich auch den Kanal abonnieren. Jetzt bin ich erstmal draußen und gehe noch eine Runde schwimmen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht das Beste draus. Bis dann, Motensen, Mo von WA. Immer für euch da. Bye bye.